Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen indisch-pakistanischen Rezeptvideo von mir. Heute gibt es köstliche sogenannte Pakoda. Und zwar ist das Gemüse mit einem Kichererbsen-Teigmantel. Dazu hatte ich schon früher mal ein Rezept gemacht. Das Video kann ich euch hier oben gerne mal verlinken. Allerdings hatte ich damals noch das toxische Speiseöl verwendet. Wie giftig das für unseren Körper ist, das wisst ihr ja inzwischen. Mein Video dazu, welches das nochmal erklärt, kann ich euch hier auch nochmal verlinken. An Gemüse verwende ich hier jetzt Auberginen. Die passen am allerbesten zu diesem Rezept, wie ich finde. Denn in diesem köstlichen, gesunden Teigmantel sind sie außen kross und innen schön weich. Auberginen auf diese Weise zubereitet sind einfach eine Delikatesse. Ihr solltet das Gericht unbedingt mal nachmachen. Das Schöne dabei ist, dass wir hier ein Low-Carb-Gericht vorliegen haben, denn wir benötigen kein Weißmehl dafür. Die wichtigste Zutat ist hier das Bio-Kichererbsenmehl und dann kommen folgende Gewürze hinzu: Garam Masala, Kreuzkümmel, alle Gewürze möglichst selbst gemahlen, Knoblauchpulver, Himalaya-Salz, Koriander, Kurkuma. Die geben wir jetzt erstmal dazu in die Schüssel und auf den gleichen Teller geben wir dann noch frisch gestoßenen schwarzen Pfeffer hinzu und dieses Methi, das ist Boxhornklee. Dieses Kraut ist ganz wichtig und gibt dem Gericht einen ganz besonders leckeren, exotischen Geschmack. Ein Teelöffel Backpulver kommt noch hinzu und dann geben wir eine große gehackte Zwiebel, natürlich Bioqualität, in den Vitamix oder in jeden anderen Hochleistungsmixer und geben dazu 100 Milliliter reines Wasser und das war's schon. Und dann wird das Ganze einfach fein püriert und diese Flüssigkeit kommt dann letztendlich zu dem Mehl und den Gewürzen hinzu. Der Teig sollte eine relativ dickflüssige Konsistenz bekommen, deshalb sollte man aufpassen, dass wir nicht zu viel Flüssigkeit hinzugeben. Aber während man alles vermischt, wird man dann schon herausfinden, ob man noch etwas mehr Wasser hinzugeben sollte oder nicht. Wir sehen, der Teig ist relativ dickflüssig. Wir geben jetzt noch gehackte Petersilie hinzu, ruhig ordentlich viel davon und verrühren dann nochmal alles. Und falls der Teig dann doch noch ein bisschen zu dickflüssig sein sollte, dann geben wir noch etwas von dem Wasser hinzu. Also insgesamt maximal zwischen 120 bis 150 Milliliter Wasser. Wir geben jetzt Ghee oder auch Bio-Kokosöl in eine keramikbeschichtete Pfanne, bringen das zum Schmelzen. Mein Video zum selber herstellen von Ghee verlinke ich euch hier oben nochmal. Und dann tauchen wir die etwa 1 cm dick geschnittenen Bio-Auberginen-Scheiben in den Teig und dann in das heiße Ghee, wo sie dann auf mittlerer Flamme goldgelb ausgebacken werden. Der Herd sollte dabei nicht zu hoch und aber auch nicht zu niedrig gestellt werden, sondern möglichst auf Mittelflamme, damit eben die Auberginen von innen drin auch gar werden. Wir sehen auch, dass es hier nichts Schwieriges an diesem Rezept gibt. Die Auberginen im Teigmantel werden einfach goldbraun von beiden Seiten angebraten. Und sobald sie außen knusprig braun sind und innen gar, geben wir sie auf ein Haushaltstuch, um das überschüssige Fett aufzusaugen. Wir sehen also, wie einfach man diese köstlichen Pakoda zubereiten kann, während sie auch noch überaus gesund sind. Denn zum einen werden sie im gesunden Ghee ausgebraten, welches aufgrund seiner mittelkettigen Fettsäuren sehr leicht verdaulich ist und welches beim Erhitzen keinen Schaden nimmt, im Gegensatz zu den einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren der Pflanzen, die beim Erhitzen zu Transfetten mutieren. Wie förderlich gesättigte Fettsäuren grundsätzlich für unsere Gesundheit sind, auch wenn die Medien uns ständig das Gegenteil erzählen, hatte ich euch schon im dazugehörigen Video deutlich erklärt, das kann ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Abgesehen also von dem gesunden Ghee kommen wir auch in den Genuss der gesunden Kichererbsen, denn diese sorgen für eine gesunde Verdauung, wirken antioxidativ, schützen Herz und Kreislauf, sind perfekt bei Diabetes, da sie zu einer gesünderen Bauchspeicheldrüsenfunktion beitragen, als auch zu einer Minderung der Insulinresistenz. Mein Video zu den 12 Anzeichen einer Insulinresistenz kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Kichererbsen liefern gute Proteine, sie versorgen uns auch mit Folsäure, mit Kupfer, Eisen und Zink und sie wirken sich wie gesagt sehr positiv auf die Verdauung, das Herz-Kreislauf-System und den Blutzuckerspiegel aus. Und sie sind sehr gut für die Low-Carb-Ernährung geeignet. Was nun die exotischen Gewürze darin betrifft, also das Garam Masala, aber auch Kreuzkümmel und Koriander, so hatte ich früher schon mal ein Video dazu hergestellt, wie man das Garam Masala selber sich zusammenstellt und vermahlt. Das verlinke ich euch unten an der Pinnwand. Denn es ist wichtig, dass man sich die Gewürze immer selber vermahlt und sie nicht im vermahlenen Zustand kauft. Denn selbst gemahlen geben sie ein extrem köstliches und intensives Aroma ab.
Als Dip dazu würde sich hier wunderbar mein Cashewquark eignen, der mit dem Narine-Bakterium, der also mit dem Lactobacillus acidophilus ER2-Stamm fermentiert wurde, einer Bakterie, die bereits Millionen von Menschen das Leben gerettet hat. Das Video dazu verlinke ich euch unten. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.